Herzlich willkommen zu dem Tutorial Lerne Programmieren mit C. Letztes Mal haben wir so kurz den Ganzdatentyp Integer uns angeschaut und da haben wir gelernt, dass wir verschiedene und von uns so lesbaren Dezimal-, Oktadezimal-, Hexadezimal-Werte als Integer speichern können und dass wir auch bei der Printf-Funktion für die Standardausgabe auch in Dezimal-, Oktadezimal- oder in Hexadezimalwert ausdrucken könnten. Vom Inhalt her sind diese Zahlentypen vielleicht für unser Auge anders, aber das ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Also unsere Rechner speichert diese Werte nicht als Dezimal, Oktadezimal oder Hexadezimal, sondern als binäre Daten. Deswegen ist das für den C ist das völlig egal, ob wir einen Integer-Wert in Dezimalformat antippen, in Oktadezimalformat antippen oder in Hexadezimalformat antippen. Ich möchte euch diese Grundkenntnis mitgeben, weil wenn ihr das ganz oberflächlich lernen würdet, die Integer und die anderen Variabletypen, irgendwann mal, wenn ihr mal wirklich mit C arbeiten solltet oder wenn ihr mal irgendwann mal mit C programmieren solltet, einer hochkomplexeren Systemen oder Mikroarchitekturen, also Mikroprozessorarchitekturen, dann braucht ihr diese Wissen. Ihr braucht diese Wissen, wie ein Rechner funktioniert, auch mit 1, Nullen, also diese Binärzahlen. Was sind die Grenzen unserer Speicher? Wie lang kann ich einen Wert eintippen? Wie viel kann mein Rechner speichern? All diese Informationen sind sehr wichtig bei der Programmierung. Es hängt vieles von der Entwicklungsumgebung ab. Hast du einen Windows-Rechner, hast du einen Linux-Rechner, Macintosh-Rechner? Also ich habe immer Windows-Rechner, ich habe auch in Linux in C programmiert. Das sind auch wegen dem Betriebssystem Unterschiede. Die Compiler, die werden immer unterschiedlich implementiert. Da gibt es zwar einen Standard, aber je nachdem, was man für eine Architektur hat, ein Betriebssystem hat, ob das eine 32-Bit-Architektur ist, weil alle moderne Rechner, Laptops, die sind alle auf 64-Bit-Architektur aufgebaut. Aber das sind so Sachen, so Feinheiten, die man auch wissen sollte, denke ich, damit anfängt, so eine Sprache zu lernen, damit man das später solche Sachen, aha, das habe ich mal so gelernt, das weiß ich. Ich habe das immer so gesehen, man lernt was, aber sehr oberflächlich in der Schule, an der Uni. Da muss man sich wirklich da auseinandersetzen. Das haben wir auch mit jetzt Dezimal, Oktadezimal und Hexadezimal so einer. Und damit angefangen, uns diese Themen ein bisschen detaillierter zu schauen. Jetzt möchte ich mit euch jetzt ein bisschen Theorie machen. Ich habe so ein Dokument erstellt. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man auch selber Programme schreiben muss, dass man jetzt nicht unbedingt Übungsaufgaben braucht und so weiter. Also ich werde jetzt, wenn wir diese Grundkenntnisse hier uns eingeeignet haben, würde ich auch mehr Beispiele machen. Auch man muss einfach sitzen und codieren und eigene Ideen verwirklichen, was man alles bisher gelernt hat. Man kann auch mit dem Code spielen, man kann anstatt 256, sage ich mal, andere Werte schreiben oder ein paar mathematische, arithmetische Operationen hier machen. Das ist gar kein Thema. Das machen wir aber in Zukunft immer mehr. Jetzt habe ich euch hier ein Dokument erstellt. Das würde ich auch zur Verfügung stellen. Ich möchte ein bisschen Theorie machen diesmal. Also das sind die Ganzzahl Datentypen. Charakter im Grunde genommen, der speichert Werte, also ein Byte größer, also Werte von minus 128 zu plus 127. Diese Plus und Minus entscheidet sich mit dem Signatur-Bit in dem Speicherplatz. Also das ist die linkste Bit sozusagen. Das ist kein Anfangsbit, sondern linkste Bit, die ein Vorzeichen gibt, damit wir unsere Zahl in dem Speicher als Plus oder Minus definieren können. Wenn wir eine Standardvariable, eine Definition erstellen, dann wird das meistens mit Signier, Definition mit Vorzeichen. Wenn man das nicht möchte, dann muss man das explizit dem Programm, dem Compiler sagen, nee, ich möchte an der Stelle eine vorzeichenlose Zahl haben. Also hier ist das dann vorzeichenlos, 0 bis 255 der Wert. Also hier habe ich den Datentyp geschrieben, Charakter und Wertebereich beim 32-Bit,
Architektur und Wertebereich beim 64-Bit Architektur habe ich hier geschrieben. Da sind immer, wie ihr seht, auch so Wertebereiche. Und das werde ich gleich mehr erklären. Hier sehen wir diese Charakter. Also diese Charakter mit Vorzeichen von minus 128 zum plus 127. Wenn ich in dem Printf eine Charaktervariable ausdrücken möchte, habe ich diese Formatzeichen %c. Jetzt möchte ich euch mal gerne zeigen, wie man sowas berechnet. Also das heißt eine Binärzahl. Wie wir hier sehen, Charakter ist immer 1 Byte groß. 1 Byte heißt immer. 1 Byte ist 8 Bit. Also das müsst ihr euch so einprägen, dass ihr das nicht vergisst. Also 1 Byte ist 8 Bit. So eine Darstellung, also zeige ich mal zum Beispiel mit Einsen und Nullen in dem Speicher. Hier haben wir die Position, also das ist meine Zahl, Binärzahl. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Und die Position habe ich direkt darunter geschrieben. 0. Position ist 0, 1. Position ist 1, 2. Position ist 0, 3. Position ist 1, 4. Position ist 0, 5. Position ist 1, 6. Position ist 0, 7. Position ist 1. Wenn ich diese Binärzahl zu einer Dezimalzahl konvertieren möchte, dann habe ich diese Berechnung. Ich muss das so berechnen. 2 hoch 7. Stelle, also 2, das ist 2, also Binärzahl existiert nur von 0 und 1. Also in der Binärzahl ist, da gibt es keine 2, da gibt es kein 3, da gibt es kein 4. Da ist nur 0 und 1. Und diese 8-stellige Binärzahl hat auch eine vergleichbare Dezimalzahl. Und das berechnen wir so. 2 hoch 7, also das ist die Formel dafür. 2 hoch 7. Stelle hoch 7 mal 1. Und diese 1 bedeutet mein Bit plus 2 hoch 6, 6. Stelle, mal mein Bit 0. Das ist 0. Der erste war 128. Dritte Wert 2 hoch 5 mal 1. Das ist 32. Vierte Stelle 2 hoch 4 mal 0. Der Bit ist 0 und 0. 2 hoch 3 mal 1, weil das ist die dritte Stelle, ein Bit 1 ist, plus 2 hoch 2. Da habe ich den Bit 0 und den Wert auch 0. Bei der ersten Stelle 2 hoch 1 mal 1 ist 2. Und die nullte Stelle ist 2 hoch 0 ist immer 1. Aber an der Stelle ist mein Bit 0. Deswegen habe ich ein 0. Wenn ich das summiere, dann habe ich einen Wert von 170. In dem Charakter entscheidet sich immer, ob das eine Vorzeichen oder auch in dem anderen Definition, ob der Vorzeichen eine Minus oder Plus ist, diese 7. Stelle. Wenn das 1 ist, das heißt, das ist eine Minuszahl. Wenn das eine 0 ist, dann ist das eine Pluszahl. Der Compiler aber implementiert das so, wenn das 1 ist hier, dann nimmt er erstmal anstatt 128 minus 128 und die restlichen Werte als Plus und dann summiert es alles. Das würde ich auch mal vielleicht zeigen, aber ich will es auch nicht so ganz kompliziert machen, weil ich weiß, das ist ganz viel Stoff jetzt. Um zu programmieren, muss man das alles wissen. Ja, vielleicht nicht, aber so funktioniert ein Rechner. So funktioniert ein Computer mit Einsen und Nullen. Und das ist wirklich sehr fundamentale Kenntnis. Und ich finde das sehr wichtig, um zu verständigen, wie sowas funktioniert. Angenommen mal, ich habe so einen 1 Byte Wert komplett mit Einsen. Dann berechne ich auch diese ganzen Sachen hier, wie ich oben erläutert habe. Dann bekomme ich auch 255. Also ich habe einen Wertebereich. Wenn ich da hier alle Bits 0 schreibe, ist das natürlich Ergebnis hier 0. Wenn ich alles 1 schreibe, ist das Ergebnis 255. Ja, wenn das alles 1 ist, dann ist das Ergebnis 255. Und wenn ich hier oben schaue, bei den vorzeichenlosen Ganzzahlen, wenn ich das so definiere in meinem Programm, 0 bis 255. Also das hängt immer davon ab, wie groß meine Definition ist an diesem Wertebereich. Beim Short ist das zum Beispiel 0 bis 65.535, weil das 2 Byte Größe ist. Also wenn ich hier natürlich noch 8 Bit hinzufüge und alles mit 1 befülle,
dann bekomme ich diesen Wert. Beim Integer, da ist immer, also bei dem vorzeichenlosen Ganzzahlen, meine ich jetzt hier. Bevor ich das erkläre, mache ich mal ein kleines Beispiel hier. Ich definiere eine Short-Variable und das nenne ich dann ja, S-Wahl gleich. Wir sehen, wir haben da einen Wert hinzugefügt. Einfach meine Short. Jetzt, das ist natürlich mit Vorzeichen hier, was ich hier definiert habe, mit Vorzeichen immer. Das heißt eigentlich immer signiert, Seignet Short. Und wenn ich den Wert hier geben würde, der würde mir nie diesen Wert ausdrucken, weil das nicht vorzeichenlos ist. Ich schreibe das mal einfach so, S-Wahl S-Value und dann lasse ich das mal laufen, habe ich -1. Ganz interessant, weil klar, wenn man das hier so definiert, der rundet das, der nimmt ja die erste Wert, also das heißt, dieser Wert als Minus, dieser Wert als Minus und dann addiert er diese Wert dazu. Dann haben wir natürlich -1. Klar, -1. Wenn ich jetzt zum Beispiel anstatt 65.535 65.530 antippe, dann würde ich -6 kriegen. Wie kann ich aber das dann vorbeugen? Also an der Stelle kriegen wir keine Fehlermeldung. Oder das ist ja eine richtige Darstellung. Nur, wie wir sehen, wenn wir mathematische Operationen machen oder so, dann haben wir ein Problem. Also das ist egal, ob ich jetzt signed short schreibe, ja, also Vorzeichen short, oder nicht. Der Compiler implementiert das als immer signed short. Oder hier Integer als signierte Integer. Wenn ich das wieder laufen lasse, habe ich das gleiche Antwort. Wenn ich aber hier unsigniert, also vorzeichenlos das definiere, unsigned short, dann bekomme ich wirklich tatsächlich den Wert hier ausgedruckt. Und das hat nur damit zu tun, weil wir hier, wie wir hier gesehen haben, bei dem 1 Byte, auch bei dem 2 Byte ist das immer so, also anstatt 8 Bit hier hast du 16 Bit und am Anfang Bit macht den Ton. Wenn das vorzeichenlos ist, der akzeptiert das nicht als Minus oder Plus, dann nimmt er die ganze Wert als Pluswert. Also bei dem vorzeichenlosen haben wir diese. Normalerweise muss man auch im Printf das als %u hier schreiben, aber wie wir sehen, der Compiler hier keine Problem. Also kann man eigentlich hier so machen, %u, ja, weil das unsigned short ist, %u S-File. So haben wir unsere S-Value dann ausgedruckt. Und das gleiche ist das auch für die andere Werte hier wichtig. Ne? Also Integer hat auch in dem 32-Bit-Architektur gleiche Wert wie Short. Aber beim 64-Bit-Architektur hat er 4 Byte. Also hier ist das jetzt 2 Byte. Short ist 2 Byte. Integer 2 Byte beim 32-Bit-Architektur, 4 Byte beim 64-Bit-Architektur. Und 4 Byte heißt wieder 4 mal 8, 32 Bits, 2 hoch 32 gibt uns dann gleich dieser Wert. Also er kann so viel Zahlen dann Maximalwert als binär in dem Speicher speichern. Ich möchte euch auch noch vielleicht hier erläutern, diese Darstellungen hier ist sehr wichtig bei dem Ganzzahlen. Also hier habe ich nur ein Byte hier als Beispiel gegeben. Das kann man beliebig viel nebeneinander stellen. Dann hast du natürlich in 64-Bit-Architektur, das heißt, du kannst einen Speicherplatz von 64 Bit und das macht 8 Byte. Also du kannst in einem Speicherplatz intern im Prozessor so einen Wert speichern in einem Adress. Also das kann ich hier gar nicht lesen, das ist so viel. Hier ist das Millionenbereich, Milliarden.
Triaden, also das ist 3, 6, 12, 18, 20 stellig. Wie gesagt, das ist 20 stellig, weil das 8 Byte ist. Also wenn ich jetzt den Rechner öffne, auch rechne. Das heißt 8 Byte mal 8 Bit, das ist 64 Bit. Und wenn ich das 2 hoch 64 Bit berechnen lasse, 2, wer kann das hier nicht, diese Rechner? Wissenschaftlich machen wir so, genau. 2 hoch 64. Dann haben wir genau diesen Wert hier. Da haben wir natürlich am Ende 616, hier 615, weil hier ist ja noch ein Bit, 0. Hier ist das natürlich hier nicht vorhanden. Das ist die Anzahl dieser Byte. Aber hier nehmen wir von dem 0 bis. Also so können wir so lässt sich das auch berechnen. Bits und Bytes. Ich finde das sehr wichtig. Mit dem Charakter, ja, der Charakter nimmt natürlich Standardcharakter in C, Standardbibliotheken, die ASCII-Tabelle. Das würde ich aber in einem separaten Video nochmal nahe dran gehen und das euch zeigen. Hier sehen wir auch, wie wir solche Sachen hier ausdrucken können. Also Charakter, wenn wir printf benutzen, als %c, short als %d oder %i, Integer-Wert als %d oder %i. Wiederum natürlich können wir das, wie wir auch vorhin gelernt haben, als Oktal oder Hexadezimal ausdrucken lassen. Auch für die anderen Ganzzahltypen, die können wir auch Hexadezimal oder Oktalwert ausdrucken lassen. Also Long Integer lassen wir mit %ld oder %li im Printf und Long machen wir mit LLD oder LLI. Wie kannst du das ermitteln, was bei dir benutzt wird, was deine Grenzen sind? Das würde ich dann in dem nächsten Video zeigen. Da habe ich auch ein C-Programm geschrieben. Das würde ich dir auch zeigen. Deine Definition, deine Variable, Ganzzahl, Datentypen, diese Grenzbereiche würde ich dir dann zeigen. Du kannst das von deiner Bibliothek aufrufen, um zu wissen, welche Wertebereich kannst du speichern. Wie wir gesehen haben, das ist ja gar nicht verkehrt. Ich gebe irgendeinen Wert und der Short rundet das einfach. Ne? Also wenn das signiert ist, dann darf er maximal 32.767 haben. Und wenn ich den Wert natürlich da höher davon gebe, dann habe ich direkt einen Minuswert, weil wegen dem Signed vorne diese Bit-Darstellung von dem Compiler anders ausgelesen. Also das heißt nicht immer, wenn ich was rechnen lasse, dass das so richtig ist. Da muss man schon aufpassen, den Grenzbereichen. Und bei den mathematischen Berechnungen muss man unheimlich aufpassen, wie man damit umgeht mit den Variablen. Wenn man höhere Zahlen braucht, dann nimmt einfach Longint oder Long, damit ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr aber so kleinere Sachen haben, die wir auch später sehen würden in dem Schleifen, zum Beispiel Vorschleifen, so eine Sache 100 Mal gemacht werden soll oder 1000 Mal, da reicht auch so eine Short oder Integer. Braucht man nicht so eine größeren Variable, weil das nimmt ja auch in dem Speicher mehr Platz weg. Das ist ja so, wenn ihr mal mit dem hochverfügbaren Systemen arbeiten würdet, die in dem Sekundentakt Online-Systemen so viel Speicher brauchen, bestimmte Kunden oder Datenflüssen, dann ist das schon sehr wichtig, wie ich mein Programm oder meine Architektur plane. So viel dazu. Wie du siehst, ich stelle das jetzt zur Verfügung, dieses Dokument. Da kannst du das lesen, also was ein Charakter für einen Datentyp hat, was für ein Formatzeichen und die Wertebereich. In deinem Rechner kannst du auch hier lesen, was du für eine Architektur hast, aber das kannst du auch explizit bei deinem C-Programm nachfragen. Das werde ich auch dir in dem nächsten Video zeigen. Und die vorzeichenlose Ganzzahlen, den Wertebereich habe ich auch hier gelistet für dich. Dann habe ich hier gelistet, welche Variablentyp wie viel Platz der in Speicher in Anspruch nimmt. Charakter nimmt ein Byte, also 8 Bit in Anspruch, 0 bis 255 der Wert, also unsigned, vorzeichenlos. Short hat 2 Byte, Integer hat 2 Byte beim 32-Bit Architektur, 4 Byte beim 64-Bit Architektur, Long Integer hat 4 Byte Speicherplatz und Long Variable hat 8 Byte Speicherplatz, nimmt ihr in Anspruch.
Und die Binärzahlberechnung habe ich dir auch hier gezeigt, wie man so eine Binärzahl zu einer Dezimalzahl umwandeln kann. Ich möchte dir viel Freude beim Codieren und beim Lernen. Bis zum nächsten Mal.